Das 17. Jahrhundert auf der Leuchtenburg war von schweren Bränden und den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges geprägt. Zusätzlich war die Region des Amtes Leuchtenburg vor allem in der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges von den Folgen durchmarschierender Heereszüge betroffen, was mit Plünderungen der Vorräte und des Viehs der Dorfbevölkerung, Verwüstungen der Felder und Brandschatzungen einherging. Die Einwohner waren durch die hohen Abgaben an das Amt Leuchtenburg belastet. Steuerschuldner inhaftierte man in den 1640er Jahren besonders häufig in den Gefängnistürmen. Dem breiten und gut geschützten Wallgraben kam während der Kriegszeit eine besondere Bedeutung zu. Zum Schutz vor Plünderungen wurden dort die Rinder und Schafe versteckt und nicht selten fanden auch die Dorfbewohner darin Zuflucht. Die um 1457 errichtete Wehranlage mit 4 dreigeschossigen Türmen, einer inneren und äußeren Mauer, die einen 12 Meter breiten Wallgraben umfassen, präsentieren sich heute in nahezu ursprünglicher Form. Die Wehrtürme trugen über die Jahrhunderte hinweg verschiedene Namen. Heute kennt man sie als Marter, Schleier, Münz- und Kleiderturm. Im Marterturm kann eine Ausstellung zur mittelalterlichen Gerichtsbarkeit besichtigt werden. Der ehemalige Wehrturm wurde ab 1540 zum Gefängnis umgebaut. Untertanen des Amtes Leuchtenburg sperrte man hier bei Vergehen im lichtleeren Untergeschoss ein. Und in einem sogenannten Stock wurden Straftäter mit den Füßen und Armen zur öffentlichen Zurschaustellung eingeschlossen. Der sich anschließende südliche Wehrturm Schleier verdankt seinen Namen dem 1536 inhaftierten Hans Schleier. Der Wiedertäuferei verdächtigt, verhörte ihn Philipp Melanchthon zu seinem angeblichen Irrglauben. Nach 206 Tagen Haft entließ man Hans Schleier in die Freiheit. Der Turm unterscheidet sich in seiner äußeren Mauerform durch eine dreiecksförmige Spitze von den übrigen. Grund für diese Mauerverstärkung könnte die Tatsache gewesen sein, dass vom gegenüberliegenden Pfaffenberg die einzige Möglichkeit für einen Artilleriebeschuss bestand. Der Schleierturm ist heute im Inneren noch nicht zu besichtigen. Von 1724 bis 1871 war die Leuchtenburg ein landesherrliches Zucht-, Armen- und Irrenhaus. Knapp 5200 Menschen inhaftierte man in dieser Zeit, vor allem wegen Delikten aus sozialer Not, und verurteilte sie zum Arbeitsdienst. Im anschließenden Münzturm kann eine Ausstellung zu dieser Nutzung besichtigt werden. Namensgebend für diesen Turm war die Tatsache, dass man darin zu Zuchthauszeiten ein anstaltseigenes Zahlungsmittel prägte. Somit konnten Insassen des Zuchthauses bei Händlern in Kala Versorgungseinkäufe tätigen, ohne dass sie das Geld für Bestechungszwecke hätten verwenden können. Die Händler tauschten anschließend das Spielgeld gegen Münzen bei der Zuchthausleitung ein. Im Untergeschoss des Turmes erhält man durch originale, einst von den Häftlingen gefertigte Puppenteile aus Porzellan und Spielzeugpferde aus Pappmaché einen Einblick in den Arbeitsalltag der Häftlinge. Selbst beim Gottesdienst, in der Nacht und auf der Krankenstube mussten die Häftlinge Ketten und Fesseln tragen und konnten nur bei besonderen Tätigkeiten davon befreit werden. Der Strafvollzug war zwar durch Reformen im Zuge der Aufklärung geprägt, wodurch Todes- und Verstümmelungsstrafen untersagt waren, aber vor allem das Tragen von schweren Ketten und Beineisen sowie lange Arbeitszeiten bei karger Verpflegung erschwerten den Häftlingsalltag. Kleinste Vergehen gegen die Hausordnung, wie das Reden mit anderen Häftlingen, bestrafte man mit Entzug der warmen Mahlzeit, Dunkelarrest oder Prügel.
Ein Tagesessensplan im Jahr 1855 für einen männlichen Häftling gestaltete sich wie folgt: Zum Frühstück 1 Liter Suppe mit Fett und ca. 300 Gramm Brot. Zum Mittag 1 Liter Kohlrübensuppe, darin 1,5 Stück Kohlrüben, 30 Gramm Mehl, ausgelassener Talg, Salz und ca. 300 Gramm Brot. Und zum Abendessen gab es Reissuppe mit 37 Gramm Reis, Butter, Salz und ca. 300 Gramm Brot. Meistens bestand das Essen der Häftlinge aus kargen Suppen, Gemüse und Brot. Nur 6-mal an besonderen Feiertagen im Jahr standen 1/2 Pfund Fleisch mit Knochen und 1 Liter Bier auf dem Speiseplan. Die Häftlinge hatten die Möglichkeit, vom Lohn ihrer Überstunden Brot, Bier und Schnupftabak zusätzlich zu kaufen. Der gesamte Tagesablauf war von verzehrender Arbeit und Disziplin bestimmt. Die Häftlinge arbeiteten im Sommer durchschnittlich 12,5 und im Winter 10,5 Stunden. Ein normaler Arbeitstag sah so aus: im Sommer 5 Uhr und im Winter 7 Uhr wecken durch Glockenläuten. 15 Minuten später Frühstück und Morgenandacht, 15 Minuten später Arbeitsbeginn. 12 Uhr Mittagessen, dabei wurde vor und nach dem Essen ein lautes Gebet gesprochen und einige Liedverse gesungen. 30 Minuten später wurden die Häftlinge abwechselnd in die Höfe geführt, um frische Luft zu schnappen. 18 Uhr gab es ein Abendessen mit Gebet und Gesang. Das Arbeitsende war 19:30 Uhr und endete mit einer Abendandacht. An Sonn- und Feiertagen durften die Häftlinge 1 Stunde später aufstehen und sich 1 Stunde früher ins Bett legen. Ordentlich gekleidet, schweigend und unter tadellosem Benehmen ging man zum Gottesdienst in die anstaltseigene Kirche. Jedem Häftling stand es frei, in den Pausen und Abendstunden weiterzuarbeiten, denn nur durch Überstunden konnte man sich Brot und andere Lebensmittel oder auch Bier zusätzlich kaufen. Im Jahre 1865 schlossen die Spielzeugfabrikbesitzerin Mathilde Knaut aus Orlamünde und der Direktor des Zuchthauses Leuchtenburg einen Vertrag über die Fertigung von Spielzeug durch die Häftlinge. Bis zum Jahre 1869 stellten die Zuchthausinsassen vor allem Spielzeugpferde und andere Tiere für die Firma Knaut her. Neben sozialen Komponenten wie Armenfürsorge und Arbeitserziehung sollte aus der Zwangsarbeit der Strafgefangenen auch ein wirtschaftlicher Nutzen gezogen werden. Produzenten und Manufakturen sicherten sich durch Verträge mit der Leuchtenburg billige Arbeitskräfte. Von 1724 bis 1871 befanden sich hier 5.195 Insassen, was einer jährlichen Belegung von 100 bis 150 Personen entspricht. 1871 wurde die Anstalt aufgelöst und die restlichen Häftlinge begnadigt oder in das Zuchthaus nach Zeitz überführt. Auf dem Weg zum letzten nördlich gelegenen Kleiderturm passiert man Schützenstände und die mittelalterliche Abbottanlage. Die häufigste Ursache für eine Einweisung ins Zuchthaus waren Diebstähle, wofür das Strafmaß je nach Schwere des Vergehens zwischen 6 Monaten und lebenslänglich betrug. Auch Betteln und arbeitsloses Umherziehen wurde als soziales Delikt geahndet und mit Zucht oder Arbeitshaus bestraft. Selbst bei Kleinkindern und Jugendlichen machte man keine Ausnahmen. Frauen kamen neben Diebstählen oft auch wegen verheimlichter Schwangerschaft oder Kindstötung in Haft. 3/4 der Insassen im Armenhaus waren psychisch Kranke, die häufig auf den Straßen als Bettler umherzogen. Verwandte konnten um die Aufnahme ihrer kranken Angehörigen bitten, wenn sie die Unterhaltskosten selbst übernahmen.
Der Kleiderturm wurde ebenso wie der Marterturm am Endpunkt des Grabens errichtet, der einst die Vorburg von der Hauptburg trennte. Über den Namen des Turms haben schon ältere Geschichtsschreiber spekuliert. Vermutlich leitet er sich von seiner Funktion der Aufbewahrung von Kleiderstücken zu Zeiten des Zuchthauses ab. Die Leuchtenburg lädt an 3 Adventswochenenden zum Weihnachtsmarkt der Wünsche ein. Besucher können sich jeweils samstags und sonntags auf mittelalterliche Klänge, Orgelmusik und Stände freuen und dabei Herrnhuter Sterne, Tannengrün sowie Weihnachtskugeln entdecken. Der Weihnachtsmarkt vereint Kunsthandwerker, die mit Leder, Porzellan, Holz, Papier, Glas, Seife und Schokolade arbeiten. Besucher können sich begleitet von weihnachtlicher Musik auch auf Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei in der Porzellanlounge freuen, sowie die Nikolaustiere wie Ponys, Alpakas oder Burgziegen, die überall auf der Burg zu finden sind, bestaunen. Unter der Kapelle befindet sich ein kleiner Gewölbekeller, der heute als Weinkeller bekannt ist. Eine Ausstellung erinnert an die alte Tradition des Weinanbaus, der vom 12. bis 16. Jahrhundert die Region prägte. Die Lobdeburger Grundherren brachten um 1160 aus Franken die Kenntnis der Rebkultur an die mittlere Saale. Die Reben fanden hier durch die Wärme speichernden Kalkhänge besonders günstige Klimabedingungen vor. Im Gebiet um die Leuchtenburg gab es um das Jahr 1500 mehr als 1000 Hektar Weinbaufläche. Auch direkt am steilen Südhang der Burganlage wurde auf Terrassen Wein angebaut. Nachdem der Weinanbau im 17. Jahrhundert zum Erliegen kam, pflanzte man im Jahr 2000 an der Leuchtenburg wieder Reben. Bis heute gedeihen hier mehr als 1800 Pflanzen der Sorte Weißer Gutedel und Blauer Portugieser und werden zum Leuchtenburgwein ausgebaut. Hier sieht man den historischen Festzug in Renaissancetracht zur Weinlese. Die meisten Weinberge der Bürger und Bauern waren durch Bindung an einen Grundherren belastet. Bei Zinsgütern hatte der Inhaber Abgaben in Form von Geld und Naturalien sowie den Weinzins als Zehnten der Erntemenge abzuführen. Bei Pachtgütern hatte der Halbteiler nur Nutzungsrechte. Für die Hälfte der Ernte verrichtete er alle Jahresarbeiten. Weinbergbesitzer waren unter anderem die Bürger, denn für die Bürgerschaft Jenas war der Weinbau im 15. und 16. Jahrhundert Haupterwerbszweig. Mit Lohnarbeitern oder in Familienbesitz bearbeiteten rund 500 Jenaer Bürger ihre Weinberge. Die bäuerlichen Weinkulturen im Amt Jena-Burgau waren nur halb so groß wie die der Bürger. Neben dem eigenen Weinwachs mussten sie in Fronarbeit die herrschaftlichen Weinberge bestellen. Der kurfürstliche Weinbergbesitz umfasste 1533 um Jena 160 Acker und im Amt Leuchtenburg 30 Acker. Bis zum 16. Jahrhundert ließ der Landesherr seine Rebkulturen vorwiegend durch Fronarbeiter bestellen, die durch Hallpächter abgelöst wurden. Nach der Reformation vergrößerte der Kurfürst durch Aneignung der Klostergüter seinen Weinbergbesitz. Zu den Weinbergarbeitern zählten unter anderem die Fronarbeiter. Die Fronarbeit ermöglichte den Herren die Ausdehnung ihres Weinbergbesitzes. Im 15. und 16. Jahrhundert lösten sich die Bauern allmählich durch Geldzahlungen ab. An ihre Stelle traten Lohnarbeiter und Pächter, die sogenannten Halbteiler.
Die Hecker verdingten sich als Lohnarbeiter in den Weinbergen. Es gab 3 Formen der Entlohnung: Jahres-, Tages- oder Gedingelohn, eine Art der Akkordarbeit, bei der nur die zu erbringende Leistung zählt. Die Lohnarbeiter gehörten zu den ärmsten Einwohnern und mussten oft das Korn zum Brot borgen. Um 1500 betrug der Tageslohn 9 bis 13 Pfennige. Zur Aufsicht über Hecker und Halbteiler stellten die Weinbergbesitzer Winzer an. Als Fachmänner erhielten sie den höchsten Lohn. Die Amtsweinberge beaufsichtigten 2 Oberwinzer. Die Weinlese bildete den Höhepunkt des Jahres und wurde als Volksfest gefeiert. Der Beginn der Jenaer Weinlese galt als Termin für ganz Thüringen. Das Lesen war Frauenarbeit. Die Männer schütteten die vollen Bütten in große Gefäße und stampften mit bloßen Füßen die Trauben aus. Die Büttenträger und Stampfer verdienten doppelt so viel wie die Leserinnen. Mit 15 Meistern und 17 Gesellen war das Böttchergewerbe durch den Weinanbau das größte Handwerk in Jena. Als Fassholz dienten Eichen aus dem Leuchtenburger Forst. Die Reifen waren aus Weide gefertigt. In einem Arbeitsgang konnten mit dieser Kelter ca. 30 Zentner Weintrauben ausgepresst werden. Er stammt aus der Mitte des 17. Jahrhunderts aus Markwerben an der Saale. Wir betreten den Tiefkeller. Er ist ein alter Versorgungskeller aus den Anfängen der Leuchtenburg, datiert auf etwa 1200. Dieser Ausstellung soll laut Beschreibung die Transplantation eines Kopfes zugrunde liegen und hier künstlich mit einem Porzellankopf nachgestellt sein. In einem privaten medizinischen Forschungszentrum in der Schweiz fand im Juni 2006 ein wissenschaftliches Experiment statt, das weiterhin strenger Geheimhaltung unterliegt. Nach dem Zerfall lebensnotwendiger Organe eines Patienten war der Versuch unternommen worden, den Körper vom Kopf zu trennen und dabei trotzdem die vollen Funktionen des Kopfes zu gewährleisten. Durch synthetisches Blut mit verbesserten Sauerstoffträgern ist es gelungen, den Blutkreislauf in seinen Funktionen zu erhalten. Grundlegende Stufen des Experimentes verliefen positiv. Bei den Sprachtests kam es jedoch zu unerwarteten Vorkommnissen. Die Zuchthausarchitektur mit großen und funktionalen Bauten dominiert bis heute den vorderen Teil der Burganlage. Das heute unter dem Namen Logierhaus bekannte Seitengebäude baute man um 1720 als Arbeitshaus für die Häftlinge. In den zahlreichen kleinen Räumen im Inneren verlasen die Sträflinge Wolle, stellten Spielzeug her, rollten Tabakblätter und nähten Uniformen. Nach der Verlegung des Zuchthauses im Jahr 1871 erfolgte ein innerer Umbau des Gebäudes. Von 1873 bis 1951 war hier ein komfortables Hotel untergebracht, weshalb bis heute der Name Logierhaus gebräuchlich ist. Aufgrund einer Erweiterung des Jugendherbergebetriebes wurde das Hotel geschlossen. Jährlich bezogen hier fortan 100.000 Jugendliche Quartier, bis der Betrieb 1997 wegen unzureichender Wasser-, Abwasser- und Rettungswegesituation aufgegeben wurde.
2011 begannen umfangreiche Sanierungsarbeiten für die Ausstellung Porzellanwelten Leuchtenburg. Das Gebäude bekam seit 14 Jahren Leerstand wieder eine Bestimmung und einen zusätzlichen Baukörper als Anbau an der Nordseite anstelle eines früher dort stehenden Stallgebäudes. Blickte man im 18. und 19. Jahrhundert auf das Gebäude gegenüber dem Logierhaus, war dort spiegelbildlich das gleiche mehrgeschossige und massive Haus zu sehen. Wo heute die Burgschenke zu Speis und Trank einlädt, inhaftierte man früher die männlichen Straftäter des Zuchthauses. Die oberen mächtigen Geschosse wurden allerdings nach der Schließung des Zuchthauses im Jahr 1873 abgetragen und durch eine Sommerhalle mit Gastwirtschaft ersetzt. Wechselvolle Geschichten der Bauhistorie kann vor allem die Kapelle erzählen, die sich östlich an den Bergfried anschließt. Sie spiegelt Baustile von der Romanik bis zur frühen Neuzeit wider. Betrachtet man deren unverputzte Fassadenseite, kann man steinerne Spuren in Form von Rund- und Spitzbögen aus früheren Bauepochen der Leuchtenburg entdecken. Beim Brand im Jahr 1658 wurde das Gebäude nahezu vollständig zerstört. Während der Zuchthauszeit war die Leuchtenburg mit einer eigenen Pfarrstelle besetzt. Der Gefängnispfarrer betreute die Häftlinge seelsorgerisch und unterrichtete sie in Religion, Lesen, Schreiben und Rechnen. Bis zum Jahr 1901 diente die Kapelle als Gotteshaus. Nach Jahren der Museumsnutzung wurde sie seit dem Jahr 2008 wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung gewidmet und es finden regelmäßig Gottesdienste und Trauungen statt. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel über die Leuchtenburg in Thüringen erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!